Du willst Deutschland verlassen, vielleicht für ein paar Jahre, vielleicht für immer. Thailand, Panama, Dubai, egal wohin dein Weg dich führt. Eine Frage solltest du nicht aufschieben. Wie sicherst du deine Krankenversicherung im Ausland, aber auch bei der Rückkehr? Wer gesetzlich versichert ist, verliert mit dem Abmelden aus Deutschland in der Regel den Versicherungsschutz. Wie kannst du dich also im Ausland absichern? Wer als Berufstätiger auswandert und im Ausland einen Job annimmt, wird vielfach ein öffentliches Gesundheitssystem vorfinden, das dem in Deutschland ähnelt. Der Job macht es möglich, dass du dieses System reibungslos nutzen kannst. Und üblicherweise ist auch deine Familie mitversichert. Die konkrete Ausgestaltung variiert nach Land. So gibt es in Ländern wie UK und Malta keine Krankenversicherung. Das System ist umlagefinanziert. In Ländern wie den USA hättest du eine private Versicherung, die durch den Arbeitgeber bezahlt wird. Wieder andere Länder kennen einen Mix aus GKV und PKV. Sprich am besten mit deinem zukünftigen Arbeitgeber zu den verfügbaren Optionen. Was ist aber, wenn du als Rentner, Privatier, Freiberufler oder Unternehmer ins Ausland gehst? Schauen wir uns zunächst mal an, was bei einem Umzug innerhalb der EU und EFTA passiert. Wenn du planst, dauerhaft innerhalb Europas zu leben, zum Beispiel in Spanien, Frankreich, Österreich oder der Schweiz, kannst du deine deutsche GKV unter Umständen freiwillig weiterführen. Voraussetzung: Du beantragst die freiwillige Weiterversicherung noch während du in Deutschland gemeldet bist und bevor du dich abmeldest oder dein Pflichtversicherungsverhältnis endet. Wenn deine Kasse zustimmt, kannst du auch im EU-Ausland weiter freiwillig versichert bleiben und Beiträge zahlen. Du bleibst dann rechtlich im System, was spätere Rückkehr, Kontinuität und Zugang zu Leistungen erleichtert. Dazu musst du bei deiner deutschen Krankenkasse das Formular S1 beantragen und dich damit bei der lokalen gesetzlichen Krankenkasse in deinem neuen Land registrieren. Wichtig: Du bekommst nur Leistungen gemäß dem Recht deines Wohnsitzlandes. Beachte Wartezeiten, Leistungsumfang, Zuzahlungen. Auch wenn die freiwillige GKV im Ausland teuer erscheinen mag, kann sie sich dennoch lohnen. Je nach Alter, Gesundheitszustand und dem Land, in das du ziehst, ist sie oft die stabilste und verlässlichste Lösung. Du hast nicht nur Zugriff auf das lokale Gesundheitssystem im EU-Ausland über das S1-Formular. Du kannst auch jederzeit für Behandlungen nach Deutschland zurückkehren. Ein riesiger Vorteil, gerade wenn du in Länder ziehst, in denen die medizinische Versorgung unzureichend, überlastet oder schwer kalkulierbar ist. Dies ist beispielsweise in vielen osteuropäischen Ländern ein Problem. Im Ernstfall, etwa bei Krebs, Schlaganfall oder einer komplexen Operation, profitierst du weiterhin vom vollen Leistungsumfang der deutschen GKV. Für viele ist das die entscheidende Absicherung. Und gerade bei Vorerkrankungen oder im höheren Alter kann sich die höhere Prämie im Notfall als unbezahlbar wertvoll erweisen. Nicht alle Krankenkassen sind bei diesem Modell kooperativ, also unbedingt frühzeitig anfragen und schriftlich bestätigen lassen. Wenn du außerhalb der EU auswanderst oder auch innerhalb der EU die freiwillige GKV nicht nutzen möchtest, hast du folgende 4 Optionen, dich abzusichern. Option 1: internationale Krankenversicherung. Es gibt globale Anbieter, die sich auf Langzeitaufenthalte und Expats spezialisiert haben, etwa Passportcard, April International oder der deutsche Anbieter Dr. Walter. Diese Versicherungen bieten weltweiten Schutz, oft mit 24-Stunden-Hotline, digitalen Tools und deutschem oder englischem Kundenservice. Viele nehmen auch ältere Versicherte oder Menschen mit Vorerkrankungen auf. Allerdings steigen die Beiträge mit dem Alter deutlich. Verwende diese Option, wenn dir der deutsche Standard wichtig ist und es keinen umfassenden lokalen Versicherungsschutz gibt. Option 2: private Krankenversicherung aus Deutschland weiterführen. Wenn du bereits privat versichert bist, kann dein Versicherer unter Umständen eine Weiterversicherung im Ausland ermöglichen. Entweder im bestehenden Tarif oder über Auslandsergänzungen. Wichtig: vorher schriftlich bestätigen lassen, ob und wo der Schutz genau gilt und ob es Leistungsausschlüsse gibt. Diese Option ist immer dann ratsam, wenn du mit der aktuellen Versicherung zufrieden bist oder du bestehende Tarifvorteile nicht aufgeben möchtest. Option 3: lokale Versicherung. Alternativ kannst du dich im Ausland einfach ganz normal im lokalen Gesundheitssystem versichern. Entweder über eine gesetzliche Kasse, falls das Land so etwas hat, oder über eine nationale private Krankenversicherung. In vielen Ländern ist das unkompliziert möglich
oft deutlich günstiger als deutsche Tarife und ohne Alters- oder Herkunftsbeschränkungen. Ob in Thailand, Spanien oder Mexiko, wer offiziell im Land lebt und sich dort anmeldet, kann meist auch eine Krankenversicherung vor Ort abschließen. Diese Lösung ist besonders attraktiv für alle, die weder freiwillig in der deutschen GKV bleiben, noch eine teure internationale PKV abschließen oder ihre deutsche PKV weiterführen wollen. Entscheidend ist allerdings, die Leistungen und der Versorgungsstandard können stark variieren und gelten meist nur im jeweiligen Land, nicht im EU-Ausland oder weltweit. Option 4. Selbstzahler mit Rückholschutz. Und es gibt noch eine weitere Strategie, die vor allem Menschen mit Vorerkrankungen nutzen oder diejenigen, die hohe internationale Prämien vermeiden wollen. Man zahlt kleinere Behandlungen im Ausland einfach selbst, etwa Arztbesuche, Medikamente oder Routineuntersuchungen. In vielen Ländern wie Thailand, Indonesien oder der Türkei sind diese Leistungen erstaunlich günstig und können aus der eigenen Tasche bezahlt werden, oft für weniger als die monatliche Prämie einer Versicherung. Gleichzeitig schließt man eine spezielle Rückholversicherung ab, also eine Police, die im Falle eines schweren Notfalls, etwa bei einem Schlaganfall oder Unfall, den medizinisch begleiteten Rücktransport nach Deutschland organisiert und finanziert. Hat man zusätzlich eine Anwartschaft in der GKV oder PKV abgeschlossen, kann man nach der Rückkehr sofort wieder in seine alte Krankenversicherung einsteigen, ohne neue Gesundheitsprüfung oder Alterszuschläge. In diesem Fall übernimmt dann die deutsche Versicherung die stationäre Behandlung und Reha. Diese Kombination Selbstzahler im Ausland plus Rückholschutz plus Anwartschaft ist ein pragmatischer, flexibler und kostengünstiger Weg, auch mit chronischer Erkrankung oder hohem Risiko abgesichert zu bleiben, ohne im Ausland eine teure Vollversicherung tragen zu müssen. Voraussetzung ist natürlich eine durchdachte Planung und ein gutes Netzwerk für Notfälle. Kommen wir nun zum Thema Rückkehr nach Deutschland. Sagen wir mal, dass du 10 Jahre im Ausland warst und dich das Heimweh packt. Wenn du nach der Ankunft in Deutschland einen Job annimmst, bist du wieder pflichtversichert. Ganz egal, wie alt du bist. Wenn du vor der Auswanderung gesetzlich versichert warst, bei der Rückkehr jünger als 55 und nicht versicherungspflichtig bist, etwa als Rückkehrer, ohne Job oder als Unternehmer, kannst du dich unter bestimmten Voraussetzungen freiwillig gesetzlich versichern. Aber diese freiwillige GKV ist teuer. Die Beiträge richten sich nach deinem gesamten Welteinkommen, also auch Renten, Dividenden oder Mieteinnahmen. Selbst ohne Einkommen gilt ein fiktives Mindesteinkommen von etwa 1.200 € monatlich. Das bedeutet, auch ohne Einnahmen zahlst du über 220 € monatlich, mit tatsächlichem Einkommen entsprechend mehr. Und wer älter als 55 ist und in den letzten 5 Jahren nicht gesetzlich versichert war, wird meist gar nicht mehr aufgenommen. Es gilt also, ab einem Alter von 55 wird nach einem Auslandsaufenthalt die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung fast unmöglich, außer über eine Anstellung. Und private Alternativen im Alter sind oft teuer oder eingeschränkt. Deshalb lohnt sich die Vorbereitung auf deine eventuelle Rückkehr bereits vor der Auswanderung. Wenn du GKV versichert bist, kannst du vor der Auswanderung eine sogenannte Anwartschaftsversicherung abschließen. Damit frierst du deine Mitgliedschaft ein, ohne laufenden Versicherungsschutz, aber mit voller Rückkehroption. Selbst nach 10 oder 20 Jahren im Ausland kannst du problemlos zurück in deine alte Krankenkasse. Ohne Gesundheitsprüfung, ohne Wartezeiten. Auch in der privaten Krankenversicherung gibt es eine Anwartschaft. Du sicherst dir damit das Recht, später wieder in deinen alten PKV-Tarif zurückzukehren. Ohne neue Gesundheitsprüfung, ohne Alterszuschlag. Besonders sinnvoll für Menschen mit Vorerkrankungen oder jenseits der 50. Die große Anwartschaft friert sogar dein Eintrittsalter ein und bewahrt so niedrige Beiträge. Wer ohne Anwartschaft auswandert und zurück in die GKV will, dem bleibt als Rückkehrer ab 55 meist nur der Weg über eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, also ein echter Job mit Lohnabrechnung und Sozialabgaben. Wer so ein Arbeitsverhältnis aufnimmt, wird automatisch wieder GKV-pflichtig, auch mit 60 oder 65. Aber Vorsicht! Ein Minijob reicht nicht. Und eine Scheinstelle für 2 Wochen überzeugt keine Kasse. 3 Monate sollte das Arbeitsverhältnis mindestens bestehen. Aber warum unbedingt nach Deutschland zurückkehren? Schließlich gibt es Länder, in welche die Rückkehr, wenigstens aus Sicht der Krankenversicherung, besonders leicht fällt. Zum Beispiel Österreich. In Österreich gibt es keine Altersgrenze für den Eintritt in die gesetzliche Krankenversicherung, auch nach Jahren im Ausland. Selbst ohne vorherige Zugehörigkeit kannst du dich bei der ÖGK, der österreichischen Gesundheitskasse, freiwillig versichern lassen.
auch als Deutscher. Die Beiträge beginnen schon ab etwa 60 € im Monat, abhängig von Einkommen und Einstufung. Es gibt keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten und keinen Ausschluss ab 55 wie in Deutschland. Wer in Deutschland nicht mehr in die GKV kommt, aber in den deutschsprachigen Raum zurück will, für den ist Österreich die vielleicht beste Option. Und auch die Schweiz bietet Sicherheit. Dort ist die Krankenversicherung zwar privat organisiert, aber jeder muss aufgenommen werden, unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand. Die Grundversicherung nach KVG kostet rund 350 Schweizer Franken pro Monat, also etwa 360 €. Du bekommst Zugang zu einem der besten Gesundheitssysteme Europas, bei stabiler Preisstruktur und ohne Altersdiskriminierung. Fazit: Wer auswandert, sollte nicht nur ans Klima oder die Steuern denken, sondern auch an seine Gesundheitsversorgung. Krankenversicherung ist nicht bloß ein Formular, sie ist ein Schutzschild. Mit Anwartschaft, freiwilliger GKV im In- oder Ausland, internationaler Versicherung, S1-Formular oder gezieltem Wohnsitzwechsel sicherst du dir nicht nur deinen Aufenthalt, sondern auch deine Zukunft. Denn eines ist sicher: Wenn du alles verlierst, willst du wenigstens deine Gesundheit behalten. Plane früh, informiere dich und halte dir die Tür zurück offen, solange sie noch offen ist. Wenn dich diese Themen bewegen, du eine Auswanderung planst, dich im Ausland steuerlich optimal aufstellen möchtest oder einfach einen soliden Plan B suchst, dann buche jetzt eine persönliche Beratung mit Sebastian oder Daniel. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Seit fast 20 Jahren unterstützen wir Mandanten genau bei solchen Vorhaben. Praxisnah, individuell und mit internationaler Erfahrung. Wir freuen uns, auch dich schon bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.